Hallo, willkommen zu einer neuen Folge aus Connys Küche. Ich bin die Conny und das ist meine Küche. Ich möchte heute mit euch Bärlauchpesto machen. Bärlauchpesto, ja, zu Nudeln super, zu gegrillten kann man es auch super essen und vor allem, ihr könnt es auch länger stehen lassen. Durch das Olivenöl ist es natürlich auch längere Zeit haltbar, das heißt, ihr könnt auch noch Bärlauch genießen, wenn die Zeit schon wieder rum ist. Wie ihr seht, brauche ich da eigentlich nur 4 Zutaten zu: Olivenöl, Parmesan, ein paar Pinienkerne und natürlich Bärlauch. Wer es noch nicht kennt, sieht so aus, wenn ihr es selbst sammelt, verwechselt es nicht mit Maiglöckchen. Die sind nicht genießbar. Das erste, was wir jetzt machen, sind die Pinienkerne anrösten und das mache ich in unserer Kenwood. Die stelle ich jetzt einfach mal von der Temperatur auf 160 Grad. So. Und Moment. Natürlich mit dem Kochrührelement. Aber das ist ja ganz schnell geholt. Ich habe ja alles so in der Nähe. Falsche Richtung. So. Wieder rein. 160 Grad. Da fügen wir jetzt die Pinienkerne zu. Und das Ganze stelle ich kurz an, lasst die anrösten. Ich gucke für euch wieder auf die Zeit, die wird ja hier mitgezählt, wie lange es dauert. Und das sage ich euch dann gleich. Hallo, meine Pinienkerne sind jetzt fertig. Das Ganze hat so ungefähr 7 Minuten gedauert. Ihr müsst dann nur wirklich bei stehen bleiben. Und zwar habe ich dann hinterher auf Rührintervallstufe 3 gestellt, das heißt alle 20 Sekunden. Und während der Pause habe ich mit einem Spatel das so ein bisschen bewegt, weil das Rührelement natürlich so vor sich her schiebt. Und dann ist natürlich, ja, dass sie auf einer Seite halt nur liegen. So sehen sie jetzt halt aus, schön angeröstet, riecht auch schön. Ich weiß nicht, aber ich schütze jetzt sowieso um. Und in unseren Multizerkleiner, da könnt ihr das jetzt mal sehen, wie sie aussehen. So, die schütte ich da jetzt rein. Und das waren dann unsere Pinienkerne. Kochelement kann ich entfernen. Und zu. So. Was wir jetzt noch brauchen, ist natürlich Olivenöl. Ganz wichtig für unser Pesto. Kein Pesto ohne Öl. Und Parmesan. Schön zerkleinert. Ups. Und natürlich unseren Bärlauch. Mit Salz habe ich zwar hier stehen, aber das werde ich erst nachher würzen, weil natürlich der Bärlauch an sich schon einen sehr eigenen, intensiven Geschmack hat. Und bevor wir da jetzt irgendwie zu viel würzen, lassen wir das erst mit dem Salz und machen erstmal unser Pesto und schmecken es dann nachher ab. Moment, ich brauche noch mein Verbindungsstück. Drauf. Deckel. Ich weiß manchmal selbst nicht, wo ich die Sachen hingestellt habe. Deckel drauf. Zu. Und jetzt wollen wir mal gucken. Ich habe jetzt den kleinen Fehler gemacht. Was heißt Fehler? Ich habe nicht dran gedacht. Solange er natürlich noch heiß ist, macht er natürlich keine schnellere Geschwindigkeit. Und da er noch nicht abgekühlt ist, das zeigt uns der rote Balken hier oben, kann ich natürlich auch nicht schneller machen. Das heißt, wir warten jetzt mal kurz, bis es abgekühlt ist und dann machen wir den Rest. So, die Maschine ist abgekühlt. Ist zwar noch am Blinken, aber ich kann sie benutzen. Wie gesagt, dann müsst ihr, wenn ihr das zu Hause macht, entweder die Pinienkerne vorher und dann warten oder in der Pfanne könnt ihr sie ja auch rösten, das ist ganz egal. Ich habe es jetzt im Topf und was auch ein Vorteil ist, wenn ihr noch einen zweiten Topf habt, könnt ihr auch die Töpfe auswechseln und dann geht es auch ein bisschen schneller. Wie gesagt, so, jetzt wollen wir weiter pürieren.
So, das Ganze war jetzt Stufe zwischen 3 und 4. Jetzt muss ich mal gucken. Das ist ein Duft. Jetzt muss ich mal eben. Da kann jetzt noch ein bisschen Salz rein. Durch diese Pinienkerne hat es halt vom Geschmack her, kann es ruhig noch ein bisschen Salz gebrauchen. So. Wenn ihr keine Pinienkerne verwenden wollt oder keine habt, könnt ihr auch Mandeln nehmen, das geht auch. Ich weiß nur nicht mit den Anrösten, ich glaube, dann würde ich sie roh nehmen bei den Mandeln. So, jetzt noch mal kurz vermengen und dann ist fertig. So, also das Ganze hat jetzt auch nicht lange gedauert, das heißt, so ein Pesto habt ihr auch relativ schnell fertig. Wenn ihr es denn mal schnell braucht für Nudeln. So, seht ihr, das ist jetzt eine sehr schöne grüne Paste. Was man jetzt auch noch machen kann, jetzt einfach noch ein bisschen gröberen Parmesan drunter mixen. Ich hebe mir immer mal solche Marmeladengläser auf oder auch, wo was anderes drin ist. Und da kann ich dann sowas immer schön reinfüllen. Und dann einfach noch ein bisschen Öl drauf. Und wie gesagt, ihr könnt jetzt auch noch ein bisschen groberen Parmesan drunter heben. Sieht auch immer sehr fein aus. Schmeckt es nochmal ab. Füllt es in die Gläser, noch ein bisschen Öl drauf, das schön bedeckt ist, in den Kühlschrank, dann hält es sich auch länger. Und dann wünsche ich euch guten Appetit dabei. Viel Spaß beim Nachmachen. Freue mich über einen Kommentar, über einen Like. Ich habe ja schon sehr nette, die mir immer schreiben. Da freue ich mich auch immer drüber und bedanke mich recht herzlich. Und freue mich auch immer über neue Kommentare. Ansonsten viel Spaß, bis dann zur nächsten Folge, eure Conny.